Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und immer, wenn Dinge und Situationen sich rasant und gravierend ändern, stellen wir uns solche Fragen wie, wie kann ich mich denn darauf vorbereiten? Was kann ich jetzt loslassen? Und wie will ich in der Zukunft leben? Welche Werte will ich denn unbedingt beibehalten? Wenn gravierende Veränderungen in unserem Leben anstehen, dann haben wir ja so unsere Erfahrungswerte. Wir grübeln, wir graben in unserem Gedächtnis. Wie haben wir das früher gemeistert? Wie haben andere das gemeistert? Und machen uns dann einen Plan, wie wir vorgehen wollen. Jetzt hat's mit den Veränderungen aber eine ganz andere Qualität. Es betrifft uns alle. Es betrifft jeden. Als Beispiel, du bist mit einem kleinen Bötchen auf einem Fluss unterwegs und der große Ausflugsdampfer fährt an dir vorbei, macht Riesenwellen. Tja, du kannst dem nicht ausweichen. So in etwa ist der Wandel jetzt, der jetzt ansteht. Wir spüren alle, zumindest die sensitiveren unter uns, die krassen Energien, die uns erreichen. Und wir wissen auch alle, so wie es bis dato lief auf unserer schönen Erde, kann und darf es nicht weitergehen. Das heißt, mitgefangen, mitgehangen, wie kann ich mich denn auf etwas vorbereiten, dessen Ausgang noch irgendwo, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Sternen steht? Was kannst du tun? Auch wenn uns dieser Erwachens- und Wandlungsprozess auf der Erde alle gleichermaßen betrifft, so ist er doch eine individuelle Angelegenheit. Jeder wird den ganzen Prozess nach seiner eigenen Wahrheit, in seinem eigenen Tempo über die Bühne bringen, sozusagen. Und insofern ist es nach meiner Erkenntnis und aus meiner Sicht, und prüfe bitte für dich, inwieweit du dem zustimmen kannst, sehr wichtig, sich darüber im Klaren zu werden, was kann ich jetzt loslassen? Was passt nicht mehr in mein Leben? Und dabei ist es egal, ob es sich um Dinge, um Situationen oder auch Menschen handelt. Was gilt es frei zu geben, um die Hände frei zu haben für das Neue, was auf uns zukommt? Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was soll ich denn aber sonst noch tun, wenn ich bestimmte Dinge loslasse? Ich weiß ja noch gar nicht, was da auf mich zukommt, worauf ich mich einstellen kann. Stimmt, da gebe ich dir recht. Deswegen ist es aus meiner Sicht eine ganz wichtige Geschichte, Zugang zu deiner Intuition zu finden. Das heißt, geh in dein Herz, geh in deine innere Mitte, und das ist ein individueller Prozess. Verbinde dich mit deinem höheren Selbst, mit Gott, mit der geistigen Welt, mit dem Universum, was auch immer das große Ganze ist, was du als denjenigen oder dasjenige betrachtest, was dir Botschaften übermitteln darf. Das ist aus meiner Sicht unerlässlich. Eine gute Idee ist es, meditieren zu lernen. Ich verlinke dazu ein Video am Ende dieses Videos für dich und noch ein paar andere hilfreiche aus meiner Sicht. Machen wir uns nichts vor, uns alle erreichen Tag für Tag irrsinnige Informationen aus dem Außen, und wir sind regelrecht darauf trainiert, uns auf genau das, was aus dem Außen kommt, zu fokussieren. Daher habe ich vor über 8 Jahren begonnen, täglich zu meditieren, einfach um in meine innere Mitte zu kommen
und die Botschaften, die aus dem Innen und aus der geistigen Welt kommen, für mich zu nutzen, indem ich sie überhaupt erstmal wahrnehme. Das erscheint mir sehr wichtig zu sein. Natürlich erreichen uns die Botschaften aus dem Außen trotz alledem. Und natürlich, weil wir es gewohnt sind, sind wir geneigt, erstmal auch darüber nachzudenken. Insofern ist es nach meiner Erkenntnis total wichtig, sich über die individuellen, persönlichen Werte klar zu werden, die ich jetzt ab sofort und auch in der Zukunft, sofern es Zeit überhaupt gibt, leben möchte. Für mich zum Beispiel ist Wahrhaftigkeit, und zwar logischerweise meine Wahrheit, denn Wahrheit ist nach meiner Erkenntnis eine individuelle Sache und keine objektive. Eine objektive Wahrheit gibt es meines Erachtens nicht. Ein wichtiger Wert, genauso Offenheit, Wertschätzung, liebevoller, freundlicher Umgang miteinander und so weiter. Diese Werte möchte ich jetzt und auch in der Zukunft leben. Es ist also eine gute Idee, dir darüber im Klaren zu werden, was für dich, egal wie die Zeiten sich ändern, egal was in deinem Leben sich ändert, eminent wichtig für dich ist. Werde dir darüber im Klaren. Unterstützung dabei bekommst du auch in meinem Büchlein Wie Selbstcoaching gelingt. Das verlinke ich hier unten drunter. Wenn du magst, schau es dir an, gibt es als E-Book und auch als Taschenbuch. Ich hoffe, diese Inspirationen sind für dich hilfreich. Ich wünsche dir eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.